Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu meinem Ranking aller Versionen des Infinity Arcs, also dem dritten Handlungsbogen bei Sailor Moon. Welche Adaption hat den Arc am besten umgesetzt? Der 90er-Anime, der Manga, Crystal oder sogar eins der Musicals? Finden wir es heraus. Natürlich ist das Ganze nur meine Meinung. Wie auch schon bei den anderen Videos der Reihe konzentriere ich mich vor allem auf die Hauptstory. Also es geht nicht darum, wie gut die Produktionsqualität ist, wie lustig diese eine Füllerfolge im Anime ist oder wie gut die Musical-Schauspielerinnen sind. Außerdem gilt natürlich Spoilerwarnung für alle Versionen. Aber gut, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Also, auf Platz 6, und damit für mich die schlechteste Umsetzung des Infinity Arcs, geht an Usagi Aino Senshi Enomichi von 1994, also eins der ganz frühen Musicals. Irgendjemand hatte die glorreiche Idee, nach dem ersten Musical nicht den zweiten Arc zu machen, sondern gleich zum dritten zu springen, wahrscheinlich weil die Staffel gerade neu war und man den Hype mitnehmen wollte. Jetzt lief die aber erst seit ein paar Monaten und das merkt man dem Musical ganz stark an. Weder Sailor Saturn noch Super Sailor Moon noch die Witches 5 kommen vor, noch nicht mal so richtig Sailor Pluto. Die Talismane werden von Uranus und Neptune zwar erwähnt, tauchen aber nie auf, vermutlich weil die Macher selber noch nicht wussten, wie sich die Story entwickeln würde. Also haben sie sich ganz viel Eigenes ausgedacht. Statt den Witches 5 gibt es zwei neue Gruppen bei den Deathbusters. Einmal Kaoli Knights Death Nightmares, das sind eher so Hintergrundtänzerinnen ohne viel Persönlichkeit, und Professor Tomoes Death Manatiers, sehr nervige Comedy-Charaktere. Also leider kein guter Ersatz. Ich versuche mal kurz die Story zusammenzufassen. Die Feinde greifen mehrmals mit eher cringen Plänen an, um reine Herzkristalle zu finden. Es gibt Streit zwischen Usagi und den anderen Inner Senshi, unter anderem, weil die ihre Träume verwirklichen und weggehen wollen. Ami will nach Deutschland zum Studieren, was ja eigentlich in Staffel 2 vorkommt. Das bringt uns im Musical zwar eine herzzerreißende Szene am Flughafen ein, allerdings gefällt es mir insgesamt überhaupt nicht, wie die Inners vorher auf Usagi rumhacken und sie dann auch noch allein lassen wollen, wo doch gerade neue Feinde da sind. Und auch die Darstellung von Usagi selbst könnte besser sein. Im Finale will sie erst gar nicht kämpfen und versucht Frieden zu stiften. Sowas finde ich ja eigentlich immer toll, aber hier wirkt es, als käme es eher aus Verzweiflung und nicht aus Stärke heraus. Als dann Chibiusa stirbt, belebt Usagi sie wieder. Und auch die Deathbusters. Die sagen dann, sie werden wiederkommen, aber die Senshi sagen, sie werden bereit sein. Das ist immerhin ein ganz interessantes Ende und passt sogar irgendwie zur Botschaft des letzten Manga-Arcs, was sie natürlich noch nicht wissen konnten. Mit Sicherheit haben die Schreiber die Deathbusters nur entkommen lassen, weil sie das Ende der Staffel nicht kannten. Sind denn wenigstens Uranus und Neptune cool? Naja, sie machen leider nicht viel. Sie laufen halt den Herzkristallen nach und helfen den anderen ein bisschen. Von ihren zivilen Persönlichkeiten sieht man leider so gut wie gar nichts. Schon irgendwie enttäuschend für das Musical-Debüt der beiden. Die einzigen guten Ideen hier fand ich die Flughafenszene, dann eine Szene mit lauter Tuxedo-Mask-Doppelgängern, die in Mamoris vermeintlichem Tod endet, und vielleicht noch Teile des Finales. Aber es fehlt im Musical eigentlich alles, was den Infinity Arc cool macht. Das ist auch eine Leistung. Man hätte sich damit wirklich noch mehr Zeit lassen sollen. An sich ist es unterhaltsam, aber nicht weil es so gut ist, sondern eher wegen des witzigen Camp-Faktors. Die Songs sind natürlich gut, aber darum geht's ja nicht. Es gab danach auch noch zwei Musicals namens Henshin Super Senshi Enomichi, die hierauf basieren, aber ein paar Änderungen wie Super Sailor Moon oder Sailor Pluto hatten. Leider wurden die nie aufgezeichnet, weshalb ich nicht sagen kann, ob sie besser waren. Später gab es auch noch eine Art Remake davon in Form des ersten Vampir-Musicals Last Dracul Jokyoku. Das hat einige Elemente daraus übernommen, aber ich würde es nicht mehr als Infinity Arc-Adaption bezeichnen, deshalb lassen wir das mal außen vor. Aber sagen wir so, die Vampire waren ein Upgrade. Gut, machen wir weiter mit einem anderen Musical auf Platz 5. Mugen Gakuen Mistress Labyrinth von 2002 und 2003. Also ihr merkt schon, das kam ein ganzes Stück später und es hält sich auch ziemlich nah an den Manga. Natürlich musste man einiges weglassen, denn man will ja alles in einem Musical erzählen. Vor allem bei den ersten paar Kapiteln mit den Witches 5 wurde gekürzt. Die Senshi treffen stattdessen alle von denen gleichzeitig in der Infinity Akademie. Der Heilige Gral kommt leider gar nicht vor, denn Usagi kann sich einfach ohne Erklärung in Super Sailor Moon verwandeln und im Finale sogar in Eternal Sailor Moon. Das ist eine Sache, die ja zum Beispiel auch im Vorgängermusical zur zweiten Staffel gemacht wurde. Man tut einfach so, als hätte sie beide Power-Ups schon, damit man die Kostüme zeigen kann. Finde ich an sich auch okay, nur gerade hier ist es schon schade, weil wir dann keine epische Szene mit dem Heiligen Gral haben.
Eine große Änderung, die ich leider gar nicht mal so gut finde: Es gibt als neue Charaktere eine Familie vom Planeten Grimm, der von den Deathbusters zerstört wurde. Jetzt wollen sie von Sailor Moon den Silberkristall, um ihren Planeten wieder aufzubauen. Irgendwann werden die auch von den Deathbusters gebrainwashed und stehen zeitweise auf deren Seite. Die Idee ist ja ganz interessant, aber ich bin mit denen noch nie so richtig warm geworden. Es sind halt gleichzeitig auch Comedy-Charaktere, die ich leider nicht sonderlich lustig finde, vor allem weil sie ständig auf Hoshino, dem Sohn, rumhacken. Also man hätte die besser umsetzen können, indem man sie zum Beispiel ernster macht. Eine sehr interessante Änderung gab es aber im Finale. Saturn zerstört einfach mal wirklich die Welt und alle sind tot. Yep. Und Sailor Moon steht allein da und macht sich Vorwürfe, weil sie ja unbedingt wollte, dass Hotaru verschont wird. Aber da Mistress Nine jetzt tot ist auch Chibi Moons Silberkristall wieder frei und sie ist wieder da. Und zusammen stellen die beiden die Erde wieder her und beleben alle wieder. Da sind dann allerdings auch die Deathbusters dabei. Es gibt dann nochmal einen epischen Endkampf, in dem auch Saturn mitkämpft. Es schmälert zwar ein bisschen Saturns Rolle im Finale, wenn der Weltuntergang nichtig gemacht wird, aber insgesamt finde ich das eine coole Idee und fast noch besser als das eigentliche Finale. Denn sie trauen sich, den Weltuntergang mal durchzuziehen und es gibt immerhin einen richtigen Endkampf mit allen. Und ab jetzt habe ich mich bei den Platzierungen wirklich schwer getan, denn eigentlich finde ich alles, was jetzt noch kommt, in etwa gleich gut. Ich habe mir sogar Pro- und Kontralisten gemacht und mir ewig darüber den Kopf zerbrochen, aber irgendwie musste ich mich ja entscheiden. Also, auf Platz 4 habe ich den Manga gesetzt. Reden wir erstmal darüber, was ich von dem Arc im Allgemeinen halte. Ich finde ihn mega cool. Zum einen, weil das Sailor-Team mit Uranus, Neptune und Saturn jetzt vollständig ist. Zum anderen, weil dieser Arc nochmal ein ganzes Stück düsterer ist als die vorherigen. Da ist ein verrückter Wissenschaftler, der den Menschen Alien-Eier einpflanzt, durch die sie sich in Monster verwandeln. Und das macht er sogar mit seiner Tochter. Nicht nur versucht jetzt ein Alien die Kontrolle über ihren Körper zu übernehmen, nein, in ihr schlummert auch noch Sailor Saturn, die Kriegerin, die den Weltuntergang bringt. Und jetzt wollen die Outer Senshi sie umbringen. Da wollen Sailor-Kriegerinnen ernsthaft ein unschuldiges Mädchen töten. Und es ist sogar verständlich. Schon krass, wenn man mal drüber nachdenkt. Also gerade wegen diesem moralischen Konflikt und den neuen Charakteren zählt Infinity zu meinen Lieblings-Arcs. Und auch im Manga ist er definitiv gut. Ein paar Problemchen habe ich zwar damit, aber dazu kommen wir auf den folgenden Plätzen. Platz 3 geht an Sailor Moon Crystal Staffel 3, was wirklich extrem nah am Manga ist. Es gab eigentlich nur geringfügige Änderungen, deshalb ist es auch nur um Haaresbreite weiter vorn als die Vorlage. Es wurden ein paar kleine Szenen hinzugefügt oder erweitert, zum Beispiel die, in der die Senshi im Finale dramatisch zum Mond schauen oder dass Kaoli Knight von Pharao 90 erst gefragt wird, ob sie ihm dienen will. Auch einige der Kämpfe wurden etwas ausgebaut und die Inner Senshi mehr mit einbezogen. Es werden auch kleine Sachen weggelassen, zum Beispiel Yuji als Dämonenform oder die Szene, in der die Inners nach dem Finale zu den Apartments der Outers laufen, aber die sind schon mit ihren 3 Helikoptern weggeflogen. Oder auch ein bisschen schade finde ich zum Beispiel, dass Ami sich in der Willowy-Folge nicht selbst losreißen konnte wie im Manga, sondern von Uranus und Neptune gerettet werden muss. Aber das meiste davon sind Dinge, die ich jetzt nicht ultra wichtig finde. Alles in allem würde ich sagen, die hinzugefügten Details gefallen mir mehr, als ich die weggelassenen vermisse. Ich finde, die beste Änderung ist, dass Sailor Moon zögert und Bedenken hat, bevor sie Professor Tomoe töten muss. Schließlich ist er Hotarus Vater, beziehungsweise war es. Auf der Nummer 2 haben wir Sailor Moon S, also Staffel 3 vom 90er-Anime. Und da haben wir wieder das Übliche, die Serie hat tolle einzelne Momente und Folgen, aber der Manga ist insgesamt stimmiger. Ich habe hier aber für mich entschieden, die guten Änderungen sind gerade gut genug, um die Schwächen auszugleichen und es somit knapp vor den Manga zu schaffen. Was sind denn die Schwächen? Eine ziemlich große ist leider das Verhalten von Sailor Uranus und Neptune. Es kommt immer wieder vor, dass sie den anderen nicht helfen, obwohl es gar keinen Grund dazu gibt. Und es wirkt irgendwie, als wollten sie nicht mit ihnen zusammenarbeiten, weil sie die Inner Senshi zu schwach finden und nicht als wäre der Grund, dass sie die Verantwortung für die Invasion bei sich sehen und die anderen schützen wollen. Zumindest kam es mir so vor. Außerdem verpasst der Anime mehrmals den Zeitpunkt, ab dem die Outers fest zum Team gehören sollten. Und finden ihn leider auch in den nächsten beiden Staffeln nicht. Immer wenn man denkt, jetzt müssten sie es doch verstanden haben, machen sie kurz darauf doch wieder ihr eigenes Ding und hören immer noch nicht auf ihre Prinzessin. Dann ist auch das Vorgehen der Feinde ein bisschen dämlich. Sie suchen ja die 3 Talismane in den reinen Herzen der Menschen und haben keinen besseren Plan, als einfach random Leute anzugreifen und zu schauen, ob sie zufällig Glück haben?
Da ist das im Manga mit den Daimon-Eiern deutlich logischer. Eine weitere Schwäche sehe ich im Auftritt von Sailor Saturn, denn sie fängt gar nicht erst an, die Erde zu zerstören, sondern wendet ihre Kräfte direkt auf Pharao 90 an, was wir leider nicht mal sehen. Und vor allem, es wird nicht wirklich erklärt, warum sie denn jetzt gar nicht den Weltuntergang bringt. Sollte ich meine Platzierung vom 90er-Anime vielleicht nochmal überdenken? Nee, wir lassen das jetzt so. Es gibt ja, wie gesagt, auch gute Änderungen. Die beste, finde ich, ist das Erscheinen der Talismane und des Heiligen Grals. Uranus und Neptun müssen sich selbst opfern, um die Talismane zu bekommen, was mega traurig ist. Und wenn der Gral dann endlich da ist, fühlt es sich wirklich besonders an, eben weil so lange danach gesucht wurde. Es ist zwar auch schön, wie Super Sailor Moon im Manga durch Kräftevereinigen entsteht, aber die Szene im Anime hat schon mehr Impact. Dann haben wie so oft auch die Bösewichte mehr Persönlichkeit als im Manga, vor allem Tomoe, Yujiel und Mimette wurden deutlich witziger gemacht. Tomoe hat man viel mehr als liebenden Vater von Hotaru dargestellt, was ich schön fand. Allerdings führt sein Überleben leider später zu Storyproblemen. Ich sag nur Baby Hotaru und Familie Aota Senshi. Der Rest der Deathbusters ist so ziemlich wie im Manga, was unter anderem daran liegt, dass 3 der Witches 5 aus irgendeinem Grund nur in je einer einzigen Folge vorkamen. Das Pacing spielt für das Ranking zwar keine Rolle, aber die Chance, auch ihnen mehr Persönlichkeit zu geben, hat man sich damit natürlich verbaut. Kaoli Knight hatte immerhin eine coole Sterbefolge zwischendrin mit Usagis Geburtstag, wo es auch den legendären Auftritt von Venus verkleidet als Sailor Moon gab. Auch toll fand ich zum Beispiel die Szene im Finale, als Usagi sich ohne Gral nicht mehr in Super Sailor Moon verwandeln kann und immer wieder ihren Spruch brüllt, bis die anderen ihre Kräfte vereinen und sie es trotzdem schafft. Also, das Finale hat sowohl im 90er-Anime als auch im Manga seine Stärken und Schwächen und ich kann gar nicht sagen, welches ich lieber mag. Aber gut, ich glaube, das waren jetzt die wichtigsten Stärken und Schwächen dieser Version. Und ich kann kaum glauben, dass ich das sage, aber mein Platz 1 ist das Musical À Nouveau Voyage von 2015. Vor dem Ranking hätte ich gedacht, das packe ich auf Platz 5 oder 4, denn eigentlich fand ich seit unserem Podcast, es sei eins der schwächeren neuen Musicals. Das lag aber vor allem daran, dass ich kein großer Fan der Hotaru-Schauspielerin bin, die auch noch Mistress 9 spielt. Aber das durfte meine Topliste ja nicht beeinflussen. Und wenn ich mir rein die Story anschaue, ist es echt gut. Trotzdem schade, dass es kein Infinity Arc Musical gibt, mit dem ich komplett zufrieden bin. Also, natürlich werden auch hier die Kapitel der Witches 5 zusammengefasst und es gibt den Plot, dass die Senshi alle auf die Infinity Akademie gehen wollen. Und sie werden sogar angenommen, außer Usagi, aber es war natürlich eine Falle. Obwohl sich das Musical stark an den Manga hält, wurden ein paar Anime-Elemente eingebaut. Eins davon ist einfach mal, dass Venus sich als Moon verkleidet. Herrlich. Dass Haruka mit Usagi flirtet, wird zwar gezeigt, aber zum Glück ohne diesen übergriffigen Kuss. Dr. Tomoe ist eine Mischung aus Anime und Manga. Er liebt Hotaru sehr und geht den Pakt mit Pharao 90 nur ein, um sie zu retten, wie im Anime. Er ist am Schluss sogar so durchgeknallt, dass er denkt, Mistress 9 sei immer noch Hotaru. Nur sein Ende ist etwas lame, denn er wird einfach von Pharao 90 gekillt. Dann hat das Musical einen Kritikpunkt gelöst, den ich am Manga hatte, nämlich in diesen Infinity-Labyrinth-Kapiteln. Da versuchen ja die Witches den Inners einzureden, dass sie eigentlich gar keine Senshi sein wollen, weil sie so ihre Träume nicht leben können. Und da ist ja auch was dran, nur wird überhaupt nicht mehr darauf eingegangen, sobald die Illusion verschwunden ist. Das wird dann erst im Dream Arc ein großes Thema. Aber hier ist es so, dass Usagi die Illusionen der anderen sieht und sich Vorwürfe macht. Das wurde sehr schön mit der Fahrstuhlszene kombiniert, in der Usagi im Manga ihre Angst überwindet und die Dunkelheit vertreibt. Und dadurch schafft sie es hier, die anderen zu befreien und nicht die Aotas. Sie spricht ihre Schuldgefühle dann auch an und die Inners sagen, dass Usagi und ihre Mission wichtiger für sie sind. Also das Problem wird geklärt. Wow, Kommunikation! Dann noch eine Szene aus dem 90er-Anime. Die Aotas werden gefangen genommen und Moon will Mistress 9 den Silberkristall geben, weil sie immer noch an Hotaru glaubt. Im Anime war es ja der Heilige Gral. Und es wird sogar noch besser. Die Inners beginnen dann auch nach und nach an Hotaru zu glauben und das ist der Auslöser dafür, dass Hotaru aus Mistress 9s Körper ausbricht. Wie cool ist das denn? Sailor Moons Vertrauen hat was gebracht. Im Anime ja irgendwie nicht wirklich, wenn ich so drüber nachdenke. Und selbst das Finale ist besser. Im Manga hat es mich immer gestört, dass Sailor Moon in Pharao 90 reinspringt und dann irgendwann episch wieder auftaucht, aber es hat nichts gebracht, zumindest kam es mir so vor. Saturn sagt zwar, nur weil Moon die Kraft des Silberkristalls freigesetzt hat, kann die Welt gerettet werden, aber es wird nicht erklärt, warum. Ich sehe den Effekt nicht, den ihr Erscheinen gehabt haben soll. Aber in diesem Musical sehen wir, wie Sailor Moon gegen Pharao 90 kämpft und die anderen leihen ihr Kraft. Man hat das wirklich schön ausgebaut.
Und dann wird erklärt, dass sich Pharao 90 durch ihren Angriff nicht mehr bewegen kann und das Tau-System kann auch nicht mehr näher kommen. Also yay, ihr Handeln bringt deutlich was und wir sehen auch was davon. Natürlich hat A Nouveau Voyage auch ein paar Änderungen, die ich weniger gut fand. Zum Beispiel ist Haruka aus irgendwelchen Gründen nicht nur eine Rennfahrerin, sondern auch eine Sängerin. Gut, ist zwar etwas weird, aber stört auch nicht sonderlich. Die Witches 5 haben zwischendrin keinen Bock mehr auf Cyprien und gründen die Witches vor. Allerdings läuft der Plot komplett ins Leere, indem Cyprien plötzlich dazu kommt und doch wieder die Anführerin wird. Also es ist zwar keine schlechte Idee, aber war etwas unnötig. Chibiusa wird als überperfekt dargestellt und versucht ihre Eltern auseinanderzubringen, indem sie Mamoru sagt, Usagi habe eine Affäre mit Haruka. Im Manga hilft sie ja eigentlich sogar, dass sich die beiden wieder vertragen, also das Gegenteil. Das war schon mies von ihr im Musical, aber es nimmt auch nicht viel Platz in der Story ein. Man hätte es trotzdem weglassen sollen, denn man braucht das ja nicht, um Mamoru eifersüchtig werden zu lassen. Alles in allem sind das aber nur so kleine Sachen, die man ganz gut ignorieren kann. Klar, es wurden auch Sachen weggelassen, aber ich musste mich hier entscheiden, sind die positiven Änderungen so gut, dass sie mir lieber sind als die weggelassenen Sachen? Und ich habe jetzt einfach mal Ja gesagt. A Nouveau Voyage bringt tolle Momente aus dem 90er-Anime ein und fixt auch noch die größten Probleme, die ich mit dem Manga habe. Bedenkt aber trotzdem, dass ich die Plätze 4 bis 1 eigentlich ziemlich gleich gern mag. Das sind hier wirklich nur sehr geringfügige Tendenzen. Aber an irgendwas musste ich die Platzierungen ja festmachen. Ja, das war doch mal eine überraschende Liste, oder? Für mich zumindest schon. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Version vom Infinity Arc ihr am liebsten mögt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch über einen Like freuen. Und dann sage ich, danke fürs Zuschauen, ciao bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.